wonders inside. Don't you worry, it's gonna be alright. 'Cause I'm always ready, I won't let you out of my sight. In us we all have the power. Sometimes it's so hard
Boah, sieht gut aus. Τρία μάτσα ένα. Άλλο παίρνουν, το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν θέλουν να το παραδεχτεί. Route. The spark of you had left you very long ago. I said, drink from you as if you're flowing. That's how they call your name forever. The broomstick
Willkommen zu einem neuen Vlog, den Monatsvlog Oktober. Ihr müsstet am Anfang des Videos bereits den ganzen Griechenland-Teil gesehen haben. Also Johannes und ich waren im Urlaub und wir waren in Athen, dann auf Seriphos und dann nochmal in Athen. Und ja, das war super schön und so seit langem der erste richtige Sommerurlaub, den wir gemacht haben. Und ich wollte euch an dieser Stelle jetzt mal so ein paar Sachen zeigen, die ich in Athen gefunden habe und mitgenommen habe. Ich mag das ja ganz gerne, wenn wir in anderen Städten oder in anderen Ländern sind, ja, so auf Flohmärkte zu bummeln oder so kleine Antikstores anzuschauen oder solche Läden, die, ja, so kleine Handwerksläden, die einfach noch so speziell irgendwelche Sachen machen. Und in Athen waren wir zum Beispiel in so ein paar Läden, die ganz viel bestickte Textilien machen, also zum Beispiel so Spitzen, jetzt fallen mir die Wörter nicht ein, Spitzen-Tischdecken oder auch so Vorhänge, die super, super süß aussahen. Und ja, da habe ich jetzt erstmal nichts Großes mitgenommen, weil das war dann irgendwie ein bisschen zu spontan. Aber so kleine, tolle Sachen gab es, so kleine Unikate und ja, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar haben wir hier zum einen diese Untersetzer, aber es sind keine normalen Untersetzer, sondern da tut man so die Weingläser rein. Und die Dame in dem Laden meinte, dass man das normalerweise traditionell irgendwie zu Hochzeiten gemacht hat. Und das fand ich super, super süß. Und da habe ich mir jetzt, ich glaube, 8 Stück mitgenommen, weil ich meistens so alle Sachen immer so im 8er-Set habe. Und ja, das fand ich super cute. Ich habe jetzt hier gerade mal Weingläser parat, die ich dazu mal zeige. Zum Beispiel hier dieses. Ich brauchte eben meine 2 Hände, um die Gläser da reinzumachen. Also wir haben zu Hause diese 2 Weingläser, einmal so ein großes und so ein kleines. Das hier ist ganz toll. Das sind die es im Restaurant von Hotel Amour in Paris gibt. Und als Johannes mir den Antrag gemacht haben, waren wir an dem Abend, weil wir das vorher schon so geplant haben, im Hotel Amour essen. Und ja, jetzt haben wir die quasi als Hochzeitsgeschenk bekommen von Daisy, als kleine Erinnerung daran. Das finde ich irgendwie ganz süß. Wie auch immer, es geht ja um diese Spitzensachen. Und ja, so sieht es dann aus. Dann hat man gleichzeitig Untersetzer, die aber auch so ein bisschen die Weingläser beschmücken und direkt an den Gläsern dran ist. Finde ich total süß irgendwie. Auch so vom Stil gefällt mir das total gerne. Ich mag ja so Spitzensachen und ja, davon habe ich eben 8 mitgenommen. Und die sind nicht neu gewesen, sondern die waren auch irgendwie Vintage oder Secondhand, also das heißt, es gab welche, wo einfach noch so Flecken dran waren und sie hatte halt einfach auch eine begrenzte Stückzahl und da habe ich mir halt die schönsten 8 rausgesucht und war auch überhaupt nicht teuer, also ein paar Euro hat ein Stück gekostet und ja, fand ich, ist ein tolles, tolles Souvenir und eine schöne Ergänzung zu allen möglichen, ja, so Gedecksachen. Ich habe hier noch diese 2 Teile hier mitgenommen. Das sind so kleine süße Schürzen für entweder Weinflaschen oder Olivenflaschen, also Olivenölflaschen. Und ich habe hier auch mal eine Weinflasche jetzt eben mal rausgeholt, damit ich das mal demonstrieren kann, wie das aussieht. So ist das dann, wenn das dran gebunden ist. Oh mein Gott, so süß. Also zum einen ist es dann schön, weil dann das Label verdeckt ist, weil manchmal gibt es ja Weinflaschen, wo das Label einfach nicht so schön ist. Gleichzeitig ist es aber auch Schutz für, wenn hier halt so Wein runtertropft. Und ja, das sieht einfach super süß aus. Und davon hatte sie ein paar wenige Varianten. Ich habe diese 2 da mitgenommen. Ich konnte mich auch ehrlich gesagt im Laden nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich einfach beide, weil ein Teil hat, glaube ich, irgendwie so 6,50 € gekostet, was ich voll okay fand für sowas. Und ja, oh mein Gott, so süß. Also eigentlich wäre das auch voll die tolle Geschenkidee. Besonders und ja, sieht man nicht so oft, finde ich. Ja, darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. So, da konntet ihr am Bildrand schon diese 2 Teile sehen. Diese 2 Krüge habe ich in so einem Antikladen, so einem ganz random Antikladen gesehen. So unter Bergen von Sachen habe ich das irgendwie noch so erspäht.
Und dieser Krug hier war auch so super, super dreckig. Den habe ich jetzt so ein bisschen grob sauber gemacht. Und ja, fand die super cool und die waren vom Preis auch super, super günstig. Also im Vergleich zu, was man auf Berliner Flohmärkten findet oder im Internet, weil das ist ja schon so ein bisschen trendy gerade, war das total der Schnapper. War natürlich erstmal die Frage, oh mein Gott, schaffe ich das irgendwie im Gepäck reinzutun? Aber es hat dann irgendwie noch geklappt. Und ja, 2 super schöne silberne Wasserkrüge. Die würde ich nicht zum Wasser einschenken benutzen, aber ja, einfach so als Vase oder hier könnte man das vielleicht auch als ja, so Champagner- oder Weinkühler benutzen eventuell, weil sowas habe ich noch gar nicht in meiner Silbersammlung. Also wenn dann hier so Eis drin ist und dann so die Flasche. Also wäre eventuell eine Idee. Und ja, aber das wäre auch total die schöne Blumenvase, finde ich. Ja, finde den Stil einfach total cool. Ja, das waren so meine Vintage-Funde. Wie gesagt, ich liebe sowas einfach so in anderen Ländern und Städten da so ein bisschen rumzuwühlen und Sachen zu entdecken und einfach so auch als Erinnerung an verschiedenen Reisen zu haben. Hallo, hier sind wir doch. Jo, wer ist es denn da? Wer sind die Mäuse?
The apples are soft. Das ist ein schönes Bild. Sicher. Dafür, dass hier so alles. Es wären zwischen den Bereichen schon besser, alles gesammelt zu haben. So, und damit geht schon wieder ein neuer Monat zu Ende. Die Tage werden jetzt auch schon wieder dunkler und dunkler. Also wir hatten im ganzen Oktober, also in dem Oktober, wo wir hier waren, super, super Glück mit dem Wetter. Also es war so richtig schönes Herbstwetter. Also Herbstlaub überall, schöner Sonnenschein, ein bisschen kälter, aber ja, man konnte richtig gut draußen spazieren gehen. Und ja, das war so schön. Aber man merkt jetzt schon, auch nach der Zeitumstellung, dass der Winter naht. Ja, so viel zu meinem Oktober. Der November ist dann so irgendwie immer der letzte Endspurt, bevor hier so die Weihnachtszeit so richtig beginnt im Dezember. Da werdet ihr bestimmt schon im November oder im November-Vlog vielleicht so Weihnachtsdekorationen schon sehen, weil ich würde das ja gerne eigentlich am liebsten vorher schon zeigen, damit ihr das schon seht, bevor Dezember, also bevor Weihnachten und so weiter zu Ende ist. Deswegen macht es mehr Sinn, wenn ich es im November-Vlog mache und nicht im Dezember-Vlog, der dann im Januar online kommt. Bla bla bla. Ja, das mal schon mal so angekündigt. Und sonst, ich muss so ein paar Sachen noch erledigen. Zum einen, das wollte ich euch nämlich zeigen, habe ich mir seit Monaten eigentlich schon eine neue Brille geholt. Also ein neues Brillengestell, weil ich war auf der Suche nach einem neuen Gestell. Also falls ihr es nicht wisst, ich trage immer Kontaktlinsen, vor allem wenn ich filme oder wenn ich rausgehe. Aber sonst trage ich off-duty eigentlich immer meine Brille. Aber halt irgendwie nicht so gerne, beziehungsweise da brauchte ich dann einfach so ein bisschen so einen Tapetenwechsel und habe dann bei Selfie geguckt und die haben richtig viele so Markenbrillen für super, super wenig Geld und da habe ich dann eine
Brille von Chanel gefunden. So eine weinrote, fast schon dunkelbraune für 40 €. Und da sind schon Gläser drin mit einer Sehstärke, die nicht meiner Sehstärke entspricht, aber ich dachte mir, gut gestellt brauche ich sowieso und Gläser lasse ich dann einfach bei Fiemann oder wo auch immer einfach einsetzen und habe dann aber eine Chanel-Brille, hatte ich nämlich noch nicht. Ja, und die fand ich irgendwie ziemlich cool. Ja, ich muss mich nur aufraffen, da endlich die Gläser einsetzen zu lassen, beziehungsweise machen zu lassen. Was wollte ich denn sagen? Ja, also falls ihr nämlich auf der Suche nach irgendwie einer neuen Brille seid, fand ich Selfie echt gut so. Da kann man echt richtig Glück haben und günstige Brillengestelle finden und muss dann halt nur die Gläser bezahlen. Die muss man aber sowieso eigentlich immer bezahlen, wenn man eine Brille kauft. Und ja, das ist dann so meine neue. Mein Ansporn ist nämlich auch, dass ich meine Brille öfter trage, auch wenn ich rausgehe und vor allem auch, wenn ich auf Reisen bin. Also vor allem im Flugzeug ist es nämlich mit Kontaktlinsen immer super unangenehm. Die werden dann immer so super schnell trocken. Da brauche ich Augentropfen und Augentropfen hasse ich reinzumachen. Da bin ich immer richtig, da muss man nicht eigentlich quasi fesseln und meine Augen aufreißen und mir dann die Tropfen reinmachen. Weil ich das nicht so gut mag, ich einfach nicht. Ja, und um das zu vermeiden, würde ich dann eigentlich einfach gerne öfter meine Brille tragen und tragen wollen. Und ja, hoffentlich klappt es dann nächsten Monat mit den Brillengläsern, weil ich schiebe ja Sachen auch immer sehr gerne auf. Aber ja, ihr könnt ja dann mal nachfragen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Hiermit habe ich sozusagen offiziell mich verpflichtet, das als To-Do im nächsten Monat zu erledigen. So, und damit war es dann auch mit diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!